In the 20th century, the US and the former Soviet Union were engaged in an unparalleled power struggle, the Cold War. An Iron Curtain divided East and West, and its social and cultural influence continues to impact our present. The Gropius Bau exhibition, The Cool and the Cold, brought together paintings produced in the US and the Soviet Union during that time, displaying them side by side. But how did the cultural conflict play out in Germany, a country divided? And whatever happened to East German art? This is the second episode of Full Disclosure, a talk series by Grupa in collaboration with the Gropius Bau. Here to talk about the legacy of GDR art are contemporary artist Henrika Naumann and art historian Ekaterina de Groot. Ekaterina, schön, dass du hier bist. My pleasure. Wir haben uns ja 2018 kennengelernt, zum ersten Steirischen Herbst, den du geleitet hast, war ich eingeladen. Ja, und seitdem sind wir in Kontakt und ich musste jetzt halt sehr intensiv an dich denken, als ich im letzten Jahr in Moskau war, das erste Mal, und meine Arbeit in der Tretjakow-Galerie aufgebaut habe. Ja, wie ist denn deine Verbindung zur Tretjakow-Galerie? Ja, jetzt geht es nostalgisch für mich. Ich habe in der Tretjakow-Galerie gearbeitet in den letzten sowjetischen Jahren. Perestroika-Zeiten, Ausstellungen von Malevich, Kandinsky. Und da ist diese Wende gekommen, da habe ich verstanden, dass ich verdiene $6 pro Monat. Und es ist für mich dann die neue Karriere angefangen von einer Journalistin, Kuratorin in neue kapitalistische Welt. Aber ich gehe immer, wenn ich nach Moskau fahre, gehe ich immer ins Tretjakow und diesmal habe ich mich sehr gefreut, deine Installation da zu sehen. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und auch, ja, ich glaube, die Dauerausstellung der Tretjakow-Galerie zu sehen, war für mich so das intensivste Kunsterlebnis meines Lebens, glaube ich. Ich bin ja 1984 in der DDR noch geboren und habe dann ja so eine westdeutsche Schulbildung im Osten durchlaufen, also Schule, Studium. Und die Kunst der Sowjetunion, aber auch die Kunst der DDR hat eigentlich nie eine Rolle gespielt in meiner Ausbildung. Und das auch, obwohl ich in Dresden an der Kunsthochschule studiert habe. Und da habe ich gemerkt, so ja, das ist irgendwie so ein blinder Fleck, weil aus meiner persönlichen biografischen Perspektive ist es so, dass mein Großvater Maler und Grafiker in der DDR war. Sein Werk und damit auch die Malerei der DDR hatte auf mich einen sehr starken Einfluss. Und die kommt aber irgendwie in der gesamtdeutschen Kunstgeschichte gar nicht vor. Und in meiner Praxis jetzt gehe ich eigentlich an die Orte, an denen mein Großvater früher war, also nach Moskau, in den Ural, nach Havanna, um so ein bisschen auch die Kunstgeschichte anders zu ergänzen und zusammenzusetzen. Sag mir erst, so, du sagst, dass in deiner Ausbildung, sogar in Dresden, war das alles ausradiert, die DDR-Kunst? Ja. Wirklich? Meine Kunstgeschichte ist jetzt automatisch die Westkunstgeschichte. Und das ist halt so absurd. Und das war irgendwie mit so wenigen Ausnahmen die letzten 30 Jahre so der Fall. Und es war eben sehr stark so, dass nach 1990 die DDR-Kunst ziemlich stark so kategorisiert wurde. Also entweder war man Staatskünstler oder in der Opposition, im Underground. Und dazwischen gab es aber nichts mehr. Und deswegen war es für mich so produktiv, in die Geschichte mit meinem Großvater zu gucken, Karl-Heinz Jakob, wo man dann 1990 gesagt hat, das war ein Staatskünstler, weil der war ja in der Sowjetunion, der hatte da Ausstellungen. Aber dann guckt man in die Biografie und dann wird es eigentlich komplizierter, ne? Weil der war nicht in der Partei. Der hat Staatsaufträge gemacht, damit aber auch ziemlichen Ärger bekommen. Und ein Beispiel ist die Mechanisierung der Landwirtschaft. Das hat er für den Rat der Stadt in Karl-Marx-Stadt gemacht. Und das wurde aber extrem hitzig diskutiert und auch kritisiert von so Funktionären. Und wenn du dieses Bild siehst, kannst du dir das erklären, was da die Kritikpunkte sein könnten? Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, es gab in der Sowjetunion zumindest diese Obsession von Kritik. So, man kann natürlich immer ein Bild kritisieren und sie waren wirklich so gut trainiert,
Formalismus zu entdecken. Und man kann immer sagen, so hier sieht man die Linie und hier sieht man diese formalistischen Elemente, und das heißt, so ich kann mich vorstellen, diese Kritiker könnten sagen, so unsere Jugend ist nicht realistisch genug repräsentiert oder nicht optimistisch genug repräsentiert, aber es ging immer um dieses Formalismus. In der Tretjakow-Galerie fand ich das Werk Die Bauarbeiter von Bratsk von Viktor Popkov, was dem Stil des Surovje-Stil zugeordnet wird, total aufschlussreich, ne? Weil das war die gleiche Zeit, ist ein bisschen eher 57 entstanden, und das hat auch diese harten Kanten, also Sachen, die auch in der Lokalpresse bei meinem Opa so kritisiert wurden, die waren da, aber das war ein Stil, ne, der sich auch kunstgeschichtlich einordnen lässt. Plötzlich kann ich halt auch kunstgeschichtlich darüber sprechen. Und es gibt nicht nur diese Schublade Staatskünstler, sozialistischer Realismus, okay. Mein Großvater, weil er konnte ja auch viel reisen, ne, durch diese Künstlerdelegation. Er war natürlich auch in diesen Museen, ne. Er hat diese Arbeiten gesehen und dann vielleicht ist in der Provinz, in der DDR so ein bisschen gescheitert mit dem Progressiven. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ist es vielleicht so, dass das auch in der Sowjetunion natürlich viel mehr möglich war als in der DDR künstlerisch, weil in der DDR vielleicht viel mehr versucht wurde, es richtig zu machen, also den sozialistischen Realismus eigentlich noch richtiger zu machen, als er jetzt in der Sowjetunion vorgegeben war, ne? Wie siehst du das? So, hier viele Fragen. So, erst vielleicht über Popkov. Das ist wirklich eine sehr spezielle Arbeit, eine von der besten Kunstwerke von sowjetischen Zeiten generell. Also ich habe dieses Bild ausgestellt hier im Gropius-Bau, damals Martin Gropius-Bau mit Jürgen Harten in der großen Ausstellung Berlin-Moskau für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war einer von den Hauptwerken. Und das ist natürlich ein sehr politisches Werk und ganz ungewöhnlich, weil es ist natürlich sehr realistisch, aber auch sehr theatral. So für mich, es gibt etwas Brechtian da, weil das vierte Wand ist gebrochen, ja sozusagen. Sie stehen vor uns wie im Theater, wie auf der Bühne. So man spricht normalerweise über affirmatives Charakter von dieser realistischen Kunst, sowjetische Kunst oder DDR-Kunst. Das ist nicht, was ich sehe. Was ich sehe, sogar wenn es sagen wir, eine bescheidene Landschaft ist, ich sehe ein sehr polemisches Statement. Sowjetische Kunst im Ganzen, dieser sowjetische Realismus, sozialistischer Realismus, ist eine Art Anti-Dogma, nicht Anti-Avantgarde, weil sie haben immer, und ich glaube in DDR auch, sie haben immer diskutiert, wie kann man zeitgemäß sein. Niemand hat gesagt, man muss zurückgehen. Ich bin nicht sicher, dass ich stimme völlig zu, dass es war mehr in der Sowjetunion möglich als in der DDR. Da weiß ich nicht genug. Ich habe das Gefühl, dass zumindest jetzt sind Maler aus der DDR mehr kommerziell erfolgreich. Viel mehr, und auch die Künstler, die aus dieser Tradition indirekt kommen, wie Neo Rauch zum Beispiel, direkt oder indirekt, die sind enorm erfolgreich. Das kann man nicht über sowjetische Maler sagen. Was ist an der DDR sehr speziell? Und ich denke, muss ich sagen, öfter daran. DDR war der Osten vom Westen. Diese Verschiebung, die erlebe ich jetzt eigentlich immer, wenn ich so nach Moskau reise und über meine Arbeit spreche und mich da so vorstelle, weil in Deutschland bin ich total gewöhnt, immer zu sagen, ich bin aus dem Osten, aber in Moskau bin ich natürlich aus dem Westen, ne? Und so. Ja, genau. Und das ist halt ganz spannend, weil das auch mein Selbstbild so schön ins Wanken bringt und aber auch verkompliziert. Ja, ich bin aus dem Osten, aber ich bin auch aus dem Westen. Und so ist meine Wahrnehmung, das ist mein Zugang zur Welt, ne? Und aber eben auch zur Kunst. Und ich merke halt, dass es mich so sehr in den Osten zieht, um halt so eine Balance herzustellen und um zu sagen, ja, das braucht mindestens genauso viel Platz in meiner Geschichte. Und kunstgeschichtlich passiert auch was, also so, dass jetzt in den letzten Jahren auch
hier in Deutschland es Ausstellungen mit Kunst aus der DDR gibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es geht gerade erst los. Und ich habe 2018 auch, als gerade diese Debatten so losgingen, eine Werkserie gemacht mit Arbeiten von meinem Großvater, DDR Noir, wo ich die Arbeiten, die auf dem Dachboden stehen, eigentlich so verwendet habe wie die Möbel in meinen Ausstellungen, als was so übrig ist, was niemand so richtig braucht, was auf Dachböden steht, in Kellern. Und interessanterweise, dadurch, dass ich die so verwendet habe, so wie alte Möbel, habe ich das Werk von meinem Großvater Karl-Heinz Jakob in die Kunstgeschichte zurückgeholt. Aber es ging irgendwie nur so, ne? Also in die westliche Kunstgeschichte. Also zu sagen, hier, die sind jetzt Teil von meinen Installationen. Und das ist genau das, was für mich an deinem Werk faszinierend ist, dass du dieses große Bild behalten willst. Und ich versuche das auch, so dieses dialektische Bild, wo Osten und Westen zusammenkommen, irgendwie in einem Zusammenhang. Ich bin oft definiert als jemand, der aus Russland kommt. Das ist eigentlich nicht richtig, weil damals es gab überhaupt kein Russland. Sogar dieses Wort war nicht benutzt. Vielleicht aus der Sowjetunion, aber das heißt, war ich sowjetisch oder antisowjetisch? Ich war beides. Ich war sowjetisch, aber auch pro-Western. Und ich hatte das immer zusammen gesehen. So in diesem Sinne bin ich wahrscheinlich eine Kunsthistorikerin aus der Kalten Kriegszeit. Jetzt sind wir leider wieder in Kalten Kriegszeit und hoffentlich nur Kalten, obwohl wir nicht sicher sind gerade jetzt. Aber auf beide Seiten von diesem neuen Kalten Krieg, es gibt nur zeitgenössische Kunst. Es gibt keine ästhetische Grenze mehr. Man kann nicht sagen, dass dieses putinistische Regime hat diese Ästhetik und, weiß ich nicht, ukrainische Regime hat eine andere Ästhetik. Es ist und amerikanische noch die dritte. Das ist überall dieselbe zeitgenössische Kunst. So diese ästhetische Grenze gibt es nicht mehr. Ich merke, dass es mich als Künstlerin total reizt, an Orte zu gehen, wo es schwierig wird, ne? Wo klar ist, okay, ich zeige jetzt hier die Arbeit, aber da muss man jetzt eigentlich eine Debatte drüber haben oder da muss man drüber sprechen. Und aber ist das nicht vielleicht auch jeder Ort, dass jeder Ausstellungsort auch im Westen an bestimmte Bedingungen geknüpft ist? Und das merke ich jetzt eben so, dass meine Arbeiten jetzt in der Ukraine und in Russland noch mal so neu auch diskutiert werden, dass ich merke, so wow, ist das noch meine Arbeit? Plötzlich wird was ich zu kennen glaube, noch mal ganz anders gelesen. Und ja, und das gibt mir dann auch irgendwie Hoffnung, dass die Kommunikation über Kunst nicht abreißt. Im Westen, wo wir alle jetzt sind, es ist überall im Westen, was fehlt mir da im Sinne Kunst, ist, es fehlt diese Fragestellung, was Kunst eigentlich ist, wozu das ist. Niemand, so viele russische Künstler machen, konzeptuelle und auch andere, sie machen, auch junge Künstler, sie fragen immer, was ist Kunst, was ist Kunst? Und diese westliche Kollegin sagt, wozu? Es ist nie eigentlich oder sehr selten in Frage gestellt, was das eigentlich ist, was Künstler machen, für welche Leute, für welches System. Was, glaube ich, ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich, dass die historische Avantgarde war normalisiert, war liberalisiert, kann man sagen. So, diese Avantgarde, sie war eigentlich eine riskante Sache und eine riskante Geste. Und jetzt eher interpretiert als pure Kunstautonomie und Kunstautonomie im Westen. Und bei dir fühle ich, dass diese Frage ist wieder und wieder gestellt und das fasziniert mich. Ich glaube, meine Perspektive hat auch was mit dem Systemwechsel zu tun, ne? Selbst, dass ich Kind war, als der Sozialismus in Deutschland zu Ende gegangen ist, habe ich trotzdem gemerkt, wie sich Dinge verändern und wie auch Dinge entwertet und neu bewertet werden, auch kunstgeschichtlich. Ich habe als Kind sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und ich durfte mir dann immer aus dem verrauchten Studio von meinem Großvater so Papier holen, um selber zu malen. Und ich habe mir so ein Papier genommen und Mickey Maus gemalt. Und er war so frustriert, glaube ich. Und ich weiß noch so als Kind, wie ich dachte, ach, der alte Mann, der checkt nicht, was jetzt kommt. Ne? Das ist irgendwie so, das ist die neue Kunst, ne? Und so.
Und erst später, als er dann auch schon nicht mehr da war, habe ich dann gedacht, könnten da noch mehr Probleme mitgeschwungen haben. So. Weil ich als Kind habe die Wende ja sehr kindlich empfunden. Ne? Also ich habe gesehen, eigentlich in erster Linie, was sich ästhetisch verändert hat. Also dass plötzlich irgendwie in dem DDR-Konsum die Mickey Maus zu kaufen war oder Alf. Und diese ästhetische Clash, der ist für mich so stark in Erinnerung geblieben. Und an diese Ästhetik gehe ich jetzt zurück, um über die Politik zu sprechen, die ich damals noch nicht verstanden habe. Diese Frage auch, was ist ein Staatskünstler? Ne? Ist man Staatskünstlerin, wenn man mit dem Goethe-Institut Projekte macht in Deutschland? Bin ich eigentlich dann jetzt auch Staatskünstlerin? Und das sind wirklich Fragen, die sich in Deutschland oder in dem Westeuropa nicht gestellt werden, weil es irgendwie weil man schon so lange an diese Freiheit der Kunst und die Losgelöstheit der Kunst von politischen Bedingungen geglaubt hat. Viele Sachen sind im Westen, glaube ich, als zu selbstverständlich gesehen, als diese Kunstautonomie, obwohl manchmal gibt es keine Kunstautonomie. Ja. Ich merke aber auch, dass das auch dazu führt, dass junge Künstler dann auch gar nicht wissen, was sie jetzt eigentlich noch sollen. Es ist okay, rauszugehen und zu sagen, das, was wir machen, hat auch was mit Gesellschaft zu tun, weil es ist nämlich so. Und selbst wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie mich zurückziehen und Landschaften malen, das ist auch eine politische Entscheidung und das ist okay. Ich glaube, es ändert sich viel jetzt. Auch letzte Jahre hat sich viel geändert in Museumspolitik, in was wir sehen, was wir als Kunst bezeichnen. Zum Beispiel, es gibt viele hervorragende afrikanische Künstler aus Afrika oder afroamerikanische, die zeigen was ganz anderes, als wir im Westen sozusagen gewöhnt sind zu sehen. Und das finde ich absolut hervorragend. Aber das ist sehr oft auch so irgendwie national oder ethnisch motiviert. Und wenn man immer nur nach einer nationalen Identität sucht, dann hat sowjetische Kunst Probleme und DDR-Kunst noch mehr Probleme. Das deutsche Kunst gibt es schon. Und es geht nicht um deutsche Kunst oder russische Malerei oder kasachische Malerei. So, dass Diversität sozusagen war ökonomisch und nicht ethnisch. Sehr konkret, dieses Bild von Popkow zum Beispiel war nie verkauft. Das war nie eine Ware. Man könnte das sogar nicht vorstellen in einem privaten Haus. Ja, so. Die Kunst ist auf ganz anderen Ebene als kapitalistische Kunst. So, es gibt keinen Kunstmarkt. Da war ein Versuch, es anders zu denken. So anders, auf anderem Ebene, nicht nationalistisch, sondern ökonomisch, politisch. Und das politisch andere existiert nicht mehr. Deshalb ist es sehr schwer, das politisch andere in die Kunstgeschichte zu integrieren. Aber ich habe meine Hoffnungen. So, wir können das